Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des genoppten Steins. Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute wird, wie der Name schon sagt, speziell um meine Sortiersysteme gehen. Da will ich die euch mal ein bisschen vorstellen, was ich da alles habe. Ich habe ja auch ein paar verschiedene und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Hier ist zum Beispiel der Klassiker. Das hat wahrscheinlich fast jeder Bricklink-Händler. Das sind die Systeme aus dem Aldi bzw. aus dem Lidl. Mit den kleinen Schubladen. Trennfächer sind da dabei. Diese Trennplatten, wobei ich finde, dass da viel zu wenig dabei sind. Also da, gerade am Anfang, wenn man viele Lots hat, aber noch nicht so viele Steine von den einzelnen Lots. Und dann finde ich, sind da zu wenige Steine. Mittlerweile, ich sehe das hier, kriegt man die schon relativ voll. Genau, ich weiß es gar nicht, die blauen Trennplatten, das müssten dann die vom Lidl sein. Und wenn es schwarze Trennplatten sind, vom Aldi. Aber da lege ich mir jetzt nicht fest, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Und eben eine große Schublade, wo ein bisschen was reinpasst. Da habe ich zum Beispiel am Anfang dann die Karotten reingemacht oder hier Grünzeug oder hier angefangen Steine reinzumachen, wobei ich hier auch nochmal was extra habe. Also diese Mauersteine habe ich ein paar, habe ich einmal hier drin, dann habe ich hier oben nochmal eine kleine Box, die ist voll und dann müsste ich auch noch, genau hier, so ein Pick-a-Brick-Becher, den habe ich dann auch voll. Wenn etwas zum Beispiel hier wie bei der B391 nicht reingepasst hat, habe ich teilweise auch einfach in die Becher gesteckt. Genau, von den Kleinteile-Magazinen habe ich hier recht viel. Also die ganze Wand voll, die eignen sich prima zum Hinhängen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Sortiermagazin, Kleinteile-Magazin. Das sind hier diese. Die sind persönlich mein Favorit. Das sind die von Stanley. Habe ich bei Amazon gekauft oder Alternate. Je nachdem, wenn das mal im Angebot war. Aber zwischenzeitlich waren die richtig teuer. Und zwar haben die eben auch so kleine Schubladen. Mit, also Trennplatten sind da, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die dabei sind oder nicht. Ich habe auf jeden Fall hier ein paar Trennplatten und hier von den großen. Für die großen sind hier die großen Schubladen. Das ist halt echt praktisch, weil da, wenn man mal weiter vorangeschritten ist, braucht man eben viel mehr von den großen als von den kleineren. Das habe ich jetzt so aufgeteilt. Zweimal dieses Kombi Kleinteile-Magazin, wo eben die kleinen und die großen sind. Und unten habe ich einfach nur mit großen. Die gibt es auch extra, genauso wie ihr extra die Kleinteile-Magazine nur mit den kleinen Fächern bekommt. Und das Ganze habe ich hier ein bisschen die Reihe lang. Da hinten geht es weiter. Genau. Und hier sind dann zum Beispiel diese kleinen. Es sind gerade mal so 3 Reihen nach oben und nach unten, also 9 Fächer insgesamt. Das passt. Was ich dann als mal noch ausprobiert habe, beziehungsweise einmal ausprobiert habe, aus einem Actionmarkt, diese Schubladen. Das Problem ist, wie ihr es gerade seht, ich gehe nicht richtig zu, da muss man ein bisschen schieben. Da hatte ich mir einfach mal 2 mitgenommen zum Austesten, aber von denen werde ich mir jetzt keine mehr holen. Ja, da geht's jetzt. Die sind halt relativ günstig. Ich glaube, ein Stück hat 5 € gekostet oder 6 €. Genau, dann habe ich hier noch
die klassischen Schiebemagazine, Schiebeteile von Iris. Gibt es auch bei Amazon oder bei der Metro. Habe ich hier mal ein bisschen was drin. Hier sind Rechnungen und so weiter drin. Hier habe ich meine Minifiguren, die ich noch vervollständigen muss. Die sind eigentlich ganz top. Von denen habe ich auch hier hinten noch ein paar stehen. Mit denen hatte ich eigentlich angefangen. Mit was ich noch angefangen hatte, sind hier meine Sortierboxen zu beschriften. Also 1 bis 11 hatte ich damals gemacht. Und habe dann dort eben die Steine hier eingefügt. Hier sind zum Beispiel ein paar leer noch. Aber das ist jetzt nicht so aktuell. Also das heißt, das sind einige, die mittlerweile leer sein müssten. Aber finde ich eigentlich auch ganz praktisch, weil man da eben auch relativ viel Lots reinbekommt. Und in so einem Regal stören sie nicht. Genau. Und dann muss ich mal überlegen. Und dann geht es eigentlich schon los mit diesen Schubladenschränken, die ich dann mitgekauft habe mit dem Lego, das ich übernommen habe. Das ist ganz praktisch. Hier passt erstens viel rein. Jetzt Licht an hier. So, genau. Hier passt recht viel rein. Ach, hier einiges. Und der Vorgänger hatte das so gehandhabt, dass er eben viele Lots, viele verschiedene Steine in die Zipbeutel gemacht hat. Und somit kann man dann auch, je nachdem wie viel das sind, 10 bis 20 verschiedene Lots in so eine Schublade bekommen. Hier zum Beispiel das. Hier zum Beispiel das. Also ich hätte es vielleicht nicht so gemacht, weil es eben doch viel Zipbeutel sind, die man da braucht. Aber da es schon so war und da ich bestimmt 10, 20 Kilogramm noch Zipbeutel mitbekommen habe, mache ich das weiterhin so. Und das ist eben sehr platzsparend. Habe ich einmal hier diese Reihe. Dann haben wir hier diese Reihe. Hier geht es weiter. Und hier noch eine Reihe. Da muss ich allerdings auch mal noch schauen, weil je größer ich werde, desto mehr Platz brauche ich auch. Und dann würde ich eventuell auch noch das Regal hier wegmachen. Vielleicht auch beide. Wenn ich irgendwann mal vielleicht ein Zimmer oder einen kleinen Raum irgendwo angemietet bekomme, wo ich meine Lego-Sets reinstellen kann. Und dann würde ich mir nochmal von diesen Schubladenteilen kaufen und hier nochmal eine Reihe machen. Oder ich nehme noch von den kleinen Teilemagazinen und hänge die da dran. Und unten drunter dann quasi so wie hier, anstelle dieser Stanley-Regale, die Schubladenschränke. Das muss ich mal noch schauen. Genau. Minifiguren habe ich hier mal so aufgeteilt. Das ist noch jetzt querbeet in Minifiguren 1, Minifiguren 2. Je nachdem, wo halt noch Platz ist, füge ich dann da was ein. Dann haben wir hier ein paar Star Wars Minifiguren. Star Wars Minifiguren 1. Also das ist alles used oder neu. Da habe ich jetzt nicht unterschieden. Marvel DC. Jurassic World Polybags habe ich hier noch ein paar. Dann alte Anleitungen. Habe ich gerade eben oder gestern erst eine verkauft. Eine davon für 20 Euro. Die ist aber auch noch, wie man sieht, wirklich in einem sehr guten Zustand. Also keine Löcher, kaum Knicke. Top. Hier sind auch noch mal ein paar kleine. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Polybags. Aber da verkauft sich eigentlich nicht so viel. Und das hier ist eben mein, wie ihr aus den letzten Vlogs schon gesehen habt,
mein Bestellungsschieberegal. Das heißt, wenn meine Frau die Bestellungen alle fertig macht, legt sie hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich fange eben vorne an. Und dann gucken wir mal. Zack. Eine Bestellung. Zweite Bestellung und so weiter. Genau. Im Großen und Ganzen waren das meine Sortiersysteme. Ich überlege jetzt gerade nochmal. Nee, das war wirklich alles. Also hauptsächlich Lidl, Aldi. Von denen habe ich auch auf dem Speicher noch 10 bis 20 Stück. Und eben die Stanley. Von den kleinen, gucke ich immer mal, dass, wenn sie im Angebot sind, bei Amazon, ich meine, für 13 Euro war das, oder 12 Euro das günstigste, was ich gesehen habe. Wenn ich sowas sehe, dann bestelle ich als mal welche, weil die sind klein und die passen überall hin und es ist eben viel Platz für Steine. Also gerade wenn man mehrere Sets ausgepartet hat und dann von einem Stein recht viele hat, dann passen die da ganz gut rein. Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr sonst noch irgendwelche Wünsche hättet an Videos, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich schaue mir es an und dann werde ich das berücksichtigen. Ciao!